Herzlich willkommen Leute, heute mein großes Abnehmen-Video. Heute geht es um das Thema Abnehmen. Ich habe einen großen Guide zusammengestellt, ja, das ist jetzt mal so gesagt mein großes Abnehmen-Video und heute werde ich nochmal ganz genau erklären, wie man abnimmt. Und zwar habe ich letztens wieder eine Mail gekriegt, und da hat mir ein Veganer gesagt, ja ganz wichtig, deswegen mache ich dieses Video, hat mir gesagt, er kann nicht abnehmen. Er macht das schon seit 10 Wochen und kann nicht abnehmen. Von daher habe ich einen ganzen Guide geschrieben und wir werden den Punkt für Punkt durchgehen und mit diesem Guide kann jeder Mensch abnehmen. Ja, mit diesem Guide wird jeder Mensch abnehmen, wer ihn wirklich befolgt, ja, und nicht cheatet. Von daher, hier aber das Allerwichtigste überhaupt, alles was ich hier in diesem Video sage und zeige, bezieht sich nur auf Menschen, die abnehmen wollen. Ja, wenn ich euch gleich irgendwas zeige, zum Beispiel keine Smoothies, dann bezieht sich das nur auf Menschen, die abnehmen wollen. Ja, normalerweise ist das so, wisst ihr ja auch, dass, sagen wir, von 100% aller Veganer, ja, haben die allermeisten Probleme, dass sie nicht zunehmen können. Ja, und das mit Abnehmen, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil von diesen 100%, vielleicht 5%, schätze ich maximal, haben wirklich Probleme als Veganer abzunehmen. Weil normalerweise ist das so, bei den allermeisten Menschen, dass ja das Hauptproblem des Veganismus ist, dass du von einer Allesesserernährung Veganer wirst und dann auseinanderfällst. Ja, dein Körpergewicht fällt ins Bodenlose, es fällt immer weiter, du fällst ins Untergewicht, weil man eine Sache nicht verstanden hat, dass du isst dieselbe Menge, aber hast nicht verstanden, dass diese Menge, die du isst, extrem viel weniger Kalorien hat. Ja, und deswegen fällt man, so gesagt, auseinander. Ja, ich sage immer, man fällt auseinander. So. Und von daher, aber es gibt auch Menschen, die haben Probleme beim Abnehmen, sogar wenn sie Veganer werden. Und von daher hier nochmal der ultimative Guide, Leute. Mehr als diesen Guide kann ich euch nicht sagen. Ich habe hier alles reingepackt und gucken wir uns das einfach mal an. Und danach weiß wirklich jeder Mensch, wie man abnimmt. Ja, und ich sage es nochmal ganz wichtig. Es geht hier nur um Menschen, die abnehmen wollen. Okay? Also dieses Video betrifft die allerwenigsten Menschen, ja, die allerwenigsten Veganer. Okay, gucken wir uns einfach mal den Guide an. So sieht der Guide aus, Leute. Und ich werde hier alles Punkt für Punkt erklären. Was ich noch ganz Wichtiges sagen wollte, ist, alles, was ihr hier seht, gleich in der Liste, das ist alles eigentlich ganz logisch. Die ganze Sache mit dem Abnehmen ist ganz logisch. Vor allem, ich habe gerade die Sache mit dem Smoothie erwähnt. Dann denken sich manche von euch, wie kein Smoothie? Das verstehe ich nicht. Ne? Und deswegen werde ich euch zu jedem Punkt mal ein bisschen so ja, zum Denken anregen, ja, warum das so ist und dass das alles eigentlich ganz, ganz logisch ist. Gucken wir uns meinen ultimativen Guide an. Abnehmen für Veganer. Die Ernährungsform, die jeden Menschen auf diesem Planeten zum Abnehmen bringt, die lautet vegan natürlich, das ist ganz klar. Ne? Es geht hier um eine menschliche Ernährung, der Mensch ist ein Pflanzenfresser, von daher ist die Ernährungsform zum Abnehmen eine Whole Food Ernährung. Ja, Whole Food bedeutet ganzes Essen, so wie es draußen wächst. Und das ist eigentlich schon die ganze Geschichte dahinter. Ja? Wer das verstanden hat, der hat alles verstanden. Und dann natürlich ölfrei. Öl ist kein Essen, Öl ist isoliertes Gift, Öl ist reines Fett. Es gibt nichts, was fetter macht als Öl. Ja? Und deswegen ölfrei natürlich. Low Fat und High Carb sollte die sein. Deine Ernährung besteht aus Kohlenhydraten. Ja, schon immer hat sie daraus bestanden. Und hier natürlich will ich jetzt mal dazu sagen, weil ich habe mal so eine Frage bekommen, was mit Protein? Okay, man ernährt sich Low Fat und High Carb, aber was mit Protein? Naja, das sollte ziemlich offensichtlich sein, was mit Protein ist. Wenn du 90% Kohlenhydrate isst und 5% Fett, well, am Ende müssen 100% rauskommen, also auch Low Protein, right? Bleiben ja nur 5% übrig. Ja, von daher sollte das auch klar sein. Und fangen wir an. Für Leute, die abnehmen wollen, kein Saft. Ja, das bedeutet, warum kein Saft? Warum ist das absolut logisch, dass man keinen Saft trinken sollte? Ist absolut deswegen logisch, weil was ist Saft? Saft ist Zuckerwasser.
Ja, da ist doch in Saft, ich glaube in Traubensaft ist irgendwas 11, irgendwas Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Das bedeutet, wenn du 1 Liter davon trinkst, hast du 110 Gramm Zucker zu dir genommen. Ja, und dass das vielleicht nicht förderlich ist zum Abnehmen, das dürfte vielleicht klar sein. Ich habe auch eine Person gehabt, die hat gesagt, ich bin Veganer, ich kann nicht abnehmen. Und da hat die Person, habe ich die gefragt, was isst du? Und da hat die mir gesagt, mag kein Wasser. Ich trinke 2 Liter Apfelschorle. Ja, 2 Liter Apfelschorle, ja, also 2 Liter Zuckerpampe zum Abnehmen. Ja, wie hört sich das für euch an? Okay, von daher hier dieser Punkt, kein Saft. Ja, Saft ist Zuckerwasser, das willst du nicht haben, wenn du abnehmen willst. Okay, und hier geht es auch in diesem Video, geht es auch wirklich um Menschen, die vegan machen und das schon eine Weile gemacht haben und trotzdem nicht abnehmen können, weil normalerweise musst du nicht als Allesesser jetzt diese Ernährung annehmen. Ja, da wirst du komplett auseinanderfallen, das sage ich dir. Ja, mach erstmal normal vegan und wenn das für dich nicht klappt, was extremst unwahrscheinlich ist, dann mach diese Ernährung. Okay? Die ist wirklich für die Hardcore-Leute, die wirklich nicht abnehmen können. Okay, also kein Saft, keine Trockenfrüchte. Was sind Trockenfrüchte? Trockenfrüchte sind konzentrierte Energie. Eine Dattel hat 75% Zucker. Das hat die deswegen, weil du konzentrierst das ja. Du trocknest das Wasser daraus und Wasser, kennt ihr vielleicht bei meinem Video der Betrug mit dem Fettgehalt, mit Wasser kannst du zum Beispiel den Fettgehalt strecken. Ja, macht man bei der Milch. Und so ist das, wenn du das Wasser rausnimmst und du hast da tatsächlich kein Wasser mehr drin, da hast du ja irgendwas konzentriert. Und deswegen ist es ja auch trocken, es ist eine Trockenfrucht und jetzt hast du diesen Zucker dort konzentriert und Trockenfrüchte sind eine absolute Zuckerbombe. Ja, das willst du beim Abnehmen nicht haben, also keine Trockenfrüchte, keine Nudeln. Ja, warum keine Nudeln? Naja, habe ich vorhin gesagt, Ernährungsform Whole Food. Nudeln sind kein Whole Food. Saft ist kein Whole Food. Okay? Whole Food Ernährung bedeutet, du isst es so, wie es in der Natur ist. Es gibt keinen Saft in der Natur, es gibt keine Nudeln in der Natur. Ja, und Nudeln sind auch wieder konzentrierte Energie. Ja, die wurden aus Mehl gemacht. Mehl ist auch konzentrierte Energie und das presst du zusammen, kriegst daraus Nudeln und deswegen keine Nudeln. Kein weißer Reis. Es gibt keinen weißen Reis in der Natur, deswegen keinen weißen Reis. Du musst ihn so essen, wie er wächst. Weißer Reis ist wieder konzentriertere Energie als Vollkornreis, weil Vollkornreis hat noch viele andere Sachen dabei, vor allem die Ballaststoffe, mehr Ballaststoffe und die machen dich dann schneller satt. Deswegen kein weißen Reis, sondern den Reis, wie er in der Natur ist, und zwar Vollkornreis, ja, schwarzer Reis, roter Reis, brauner Reis, hat ja allerlei Namen der Vollkornreis. Kein Brot, Brot ist auch, gibt es nicht in der Natur, ist auch konzentrierte Energie, wird auch aus Mehl gemacht. Kein Zucker, ja, man sollte seine Speisen nicht mit Zucker süßen, also isolierter Zucker jetzt, teilisolierter oder isolierter Zucker, man sollte gar keinen Zucker benutzen, wenn man abnehmen möchte, aber deine Ernährung besteht aus Kohlenhydraten, ganz wichtig, ja. Also genau, High Carb, du ernährst dich von Kohlenhydraten. Kein Mehl oder Mehlprodukte, habe ich gerade schon erwähnt, konzentrierte Energie, keine High Fat Foods, das ist auch extrem wichtig, das kennt ihr hier aus meiner Tabelle, ja, ist auch alles ganz logisch. Diese Tabelle hier muss man sich einprägen, diese Sachen, die hier stehen und ist alles einfach nur logisch, ne? Wenn du bedenkst, ja, was ist jetzt ein High-Fat-Food? Well, du weißt, dass eine Olive viel Fett hat, du weißt, dass Samen viel Fett haben, du weißt, dass Nüsse viel Fett haben zum Beispiel, deswegen geht diese Liste hier ein paar Mal durch, ne? Und dann sollte es eigentlich ziemlich offensichtlich sein, alles. Eine Avocado, das ist ja wie Pflanzenbutter, ist ganz klar. Und das, was hier steht, das macht dich alles fett. Ja, vor allem das mit dem Totenkopf ist natürlich, es gibt nichts, was dich fetter macht. Okay? Also, diese Sachen hier einprägen, das gehört nicht in deine Ernährung. Ja, auch nicht als Whole Food, auch nicht Leinsamen oder sowas. Das kannst du nicht gebrauchen. Dieses Fett, das wird dich einfach nur aufhalten. Du kannst dieses Fett nicht gebrauchen. Okay. Dann gehen wir weiter.
keine veganen Ersatzprodukte. Vegane Ersatzprodukte sind immer vollgestopft mit Fett. Sie sind kein Whole Food, deswegen raus mit den veganen Ersatzprodukten. Keine Smoothies. Ja, warum keine Smoothies? Was ist ein Smoothie? Eigentlich dieselbe Begründung wie bei allen anderen auch. Ein Smoothie ist konzentrierte Energie. Kannst du 10 Bananen essen? Ja, nein, kannst du nicht. Ja, ist sehr schwierig. Okay. Und kannst du aber 10 Bananen trinken? Oh ja, kannst du. Ja, ist gar nicht so schwierig, 10 Bananen zu trinken. Und das Problem bei Smoothies ist einfach, oder warum ist das so, dass man mehr trinken kann, obwohl das auch ein Whole Food ist, kannst du davon mehr trinken, als du essen kannst. Woran liegt das? Das liegt daran, dass du beim Mixen die Ballaststoffe brichst. Ja, du brichst diese intakten Ballaststoffe, die sind kaputt und dann sättigen die nicht mehr so stark. Ja, und das ist ganz genau das Problem bei Smoothies. Deswegen ist das konzentrierte Energie. Man benutzt Smoothies und Smoothies sind bei Veganern so extrem beliebt, weil Veganer ein Problem haben mit dem Zunehmen. Ja, die fallen auseinander und dann sagen die sich, whoop, anstatt dass ich jetzt 4 Bananen zum Frühstück esse und 2 Äpfel, mache ich mir einen Smoothie. Ja, 8 Bananen, 2 Äpfel, 200 Gramm Grünkohl, Mandelmilch und so, ja, die konzentrieren Energie. Ja, noch Datteln rein, rehydrierte zum Beispiel, Ingwer rein und so. Okay, das kriegst du viel schneller rein, du kriegst viel mehr Kalorien rein. Ja, und das willst du nicht, wenn du abnehmen willst. Ja, du willst essen, unlimitiert, dazu kommen wir gleich, und du willst satt werden natürlich. Hier bei dieser Ernährung geht es darum, satt zu werden. Du darfst dich niemals einschränken, ja, niemals, auch nicht, wenn du abnehmen willst, auch nicht, wenn du 200 Kilo wiegst, auch nicht, wenn du BMI 45 hast, ja, unlimitiert essen, immer noch. Ja, das ist immer noch, ich sage euch hier nichts Unnatürliches, ich werde euch nicht sagen, ihr müsst hungern, ihr müsst euch einschränken, ja, ihr dürft hier nur einen Apfel essen anstatt 2, sowas wird es hier niemals geben. Ich sage euch immer noch, das absolut Natürlichste, okay? Und diese Ernährung hier ist das absolut Natürlichste, was es gibt, weil die halt unverarbeitet ist, ja, und Whole Foods, das ist halt die sauberste und beste Ernährung, die es gibt, aber sie ist für den normalen Menschen nicht machbar. Sie ist deswegen nicht machbar, weil du zu stark abnehmen wirst. Du musst ein bisschen konzentrierte Energie zu dir nehmen, weil sonst fällst du auseinander, okay? Aber für die, die abnehmen wollen, sind diese Tipps hier absolut Gold wert. Kein Öl und keine Margarine, well, das ist ein No-Brainer, ja? Das ist einfach, offensichtlicher geht es gar nicht mehr, okay? Es gibt nichts, was mehr Kalorien hat als Öl, ja, nichts. Ein Esslöffel Öl hat über 100 Kalorien, das ist, und das landet, jeder Tropfen, den du da zu dir nimmst, landet exakt so, wie du ihn runterschluckst, landet er auf deinen Hüften. Wenn du zur Fettabsaugung gehst und du lässt danach dein Fett analysieren und du isst jeden Tag Avocados, dann wird man dir sagen, du hast da das Fett von Avocados in deinen Fettdepots, ja, halt auf die Form, ich weiß nicht, jetzt ganz genau die Verteilung, das Fettsäureprofil von Avocados, aber du wirst ganz genau dieses Fett dort drin haben, was in den Avocados ist, ja. Du benutzt jeden Tag Sonnenblumenöl, du wirst volle Fettdepots haben mit Omega-6-Fettsäuren, ja. Die sind ja, daraus besteht ja Sonnenblumenöl. Und es ist ganz genau das Fett, das du isst, ist in deinen Fettdepots, ja, was auch ganz logisch ist. Das Fett, das du isst, ist das Fett, das du trägst. Okay, und das ist nicht der Zucker, den du isst, da landet nicht das Fett vom Zucker oder sowas, ja, so ein Quatsch. Es ist das Fett, das du isst. Aus Fett wird Fett und nicht aus Zucker. Darüber habe ich auch schon noch ein Video gemacht, ganz wichtig. Keine Schokolade. Schokolade ist High-Fat, ist ganz klar. Da ist ja Kakaobutter drin, ja. Du willst keine High-Fat-Sachen zu dir nehmen. Und Schokolade ist auch unnatürlich, ja. Es wächst keine Schokolade am Baum. Okay. Aus was besteht die Ernährung jetzt? Was isst man denn da? Hört sich so an, als dürfte man irgendwie viel nicht mehr essen. Ne? Und das liegt einfach nur daran, dass man nicht realisiert, was es alles zu essen gibt. Das ist ja so der Vorwurf, den Veganer sich immer anhören müssen. Ja, okay, ich darf kein Joghurt mehr essen, kein Käse, keine Eier, kein Fleisch, kein Fisch, kein Öl, kein Butter, keine Margarine. Es bleibt nichts mehr übrig. Man kann nichts mehr essen. Und das, was diese Leute nicht realisieren, ist, sie haben gerade nur Tierprodukte aufgezählt. Okay?
alles Tierprodukte. Diese Menschen kennen nur Tierprodukte. Und wenn man dann so ein Video guckt von mir, Veganer haben nichts zum Essen, heißt das Video, ja, dann zeige ich da irgendwie ein paar hundert Sachen im Video, okay? Und dann denkt man sich so, ah ja, wait, der kann ja das essen und Bohnen und Linsen und Kartoffeln und Nudeln und Obst, alle Sorten von Obst, jedes Gemüse, Nüsse, Samen, Sprossen, bla bla bla, ne? Und dann realisiert man, oh, da ist ja noch ganz, ganz viel. Ja, das ist bei den meisten Veganern ist das sogar so, wenn die Veganer werden, essen die mehr Variation als vorher, weil du entdeckst ganz neue Sachen, ja, Rotkohl zum Beispiel oder solche Sachen. Okay, oder bei Milch auch noch so eine Sache, Milch, ja, früher gab es nur diese eine Milch, Kuhmilch, die gibt man auf und hat auf einmal 7 verschiedene pflanzliche Milchsorten, ja, ganz genau das meine ich. Okay, die Ernährung besteht aus Bohnen, aus Linsen, aus Kartoffeln, aus Süßkartoffeln, Reis, Erbsen, Quinoa, Amaranth, Vollkornweizen, Vollkorndinkel, Hirse, Buchweizen, Sprossen, Vollkornroggen, Vollkornhafer, Haferflocken, ja, gehören immer und überall rein, auch wenn die teils verarbeitet sind, aber sie sind zu gut, um sie aus irgendeiner Ernährung rauszustreichen. Ich habe ja mal ein Haferflocken-Video gemacht, da habe ich es ganz deutlich erklärt. Ja, Haferflocken gehören in jede Ernährung für jeden Menschen auf diesem Planeten. Und Haferflocken sind immer Vollkorn. Ja. Jedes Obst und jedes Gemüse. Also würde ich jetzt hier das Obst und Gemüse aufzählen, wie in dem einen Video, dann hätten wir hier 5 Seiten. Okay? Also du kannst sehr, sehr viel essen. Du kannst ja einfach mit Kartoffeln und Zwiebeln zum Beispiel, hier stehen hier auch nicht dabei, hier stehen ja viele, viele Sachen nicht dabei, obwohl Zwiebeln sind ja Gemüse, kannst du so viele Sachen machen. Du kannst Kartoffelpüree machen, du kannst Salzkartoffeln im Backofen machen, du kannst so viele Sachen machen, nur mit Kartoffeln jetzt. Ja, und mit Kartoffeln und Bohnen oder Kartoffeln, Linsen, Bohnen, du kannst dir Eintopf machen und verschiedenste Sachen. Man kann so viele Sachen machen. Ja, man kann hier Tausende und Abertausende von Gerichte zaubern. Und von daher, dass die Ernährung also mit diese ganzen Getreideprodukte, gibt es im DM zum Beispiel solche Sachen hier, 1 Kilo für 1,30 €, ja. Und dann hast du hier ich denke, das ist Vollkornroggen, wenn ich mich nicht ganz irre. Auf jeden Fall gibt es ja allerlei Getreidesorten, kennt ihr vielleicht, natürlich Bio-Qualität auch noch. Und sowas muss man dann essen, ja. Damit verschiedene Gerichte machen, ja, da hat man wahrscheinlich noch nie gegessen vorher, ja. Und deswegen wird man da ganz neue Sachen finden. Und das ist deine Ernährung, okay? Vollständiges, so wie es in der Natur ist, das möchtest du essen. Okay, und der wichtigste Punkt überhaupt, du musst unlimitiert essen. Das bedeutet, du isst, bis du satt bist, ja, aber du stopfst nicht. So wie ich zum Beispiel, ich stopfe, also ich esse, danach sage ich, wow, ich bin absolut satt und dann esse ich noch ein bisschen, ja, um Kalorien reinzukriegen, weil ich sonst auseinanderfalle. Aber für dich gilt das nicht, du darfst nicht stopfen. Ja, wenn du satt bist, dann hörst du auf zu essen. Ja, dann du bist nicht umsonst satt. Dein Körper gibt dir ein Signal und sagt, stopp, ich habe genug gegessen, ich habe die Kohlenhydrate bekommen, die ich haben wollte. Ja, du wirst satt von Kohlenhydraten. Wenn du Hunger hast, dann verlangt dein Körper nach einer Sache, Kohlenhydrate. Und deswegen unlimitiert essen, aber nicht stopfen. Und ja, du wirst abnehmen, wie du noch nie abgenommen hast, mit unlimitiert essen. Ja, glaubst du nicht? Dann guck mal in die Videobeschreibung. Das sind Erfahrungsberichte über 400. Kannst mal reingucken, ja, wie da die Leute ihr Körperfett verlieren. Mit unlimitiert Essen. Verbesseren Geschmack, aber sparsam. Zum Beispiel Dattelzucker. Warum darf man Dattelzucker benutzen? Weil Dattelzucker vollständig ist. Dattelzucker sind getrocknete und klein gemachte Datteln. Das sind vollständige Datteln. Und das gibt es bei uns im Bioladen zum Beispiel. Rapunzel, glaube ich, heißt der Laden, ein ganz großer. Dattelsirup, meine ich damit den selbstgemachten Dattelsirup. Du nimmst so einen kleinen Mixbecher oder Fitness-Shaker oder sowas und tust da Datteln rein. Und dann füllst du das mit Wasser auf, ja, bis die Datteln bedeckt sind. Und dann lässt du es über Nacht im Kühlschrank stehen. Dann löst sich da
der Zucker raus und dann kriegst du so Sirup, ja, ist so ein brauner Sirup. Und damit kann man auch süßen, ja. Salz kann man benutzen und Gewürze kann man natürlich auch unlimitiert benutzen, ganz klar. Und dann der allerletzte Punkt, mindestens 1 Stunde 30 Minuten Bewegung am Tag. Du musst nicht unbedingt Sport machen. Ich weiß, sowas habt ihr auch noch nie gehört. Ja. Jeder Mensch wird euch erzählen, du musst Sport machen. Nein, du musst keinen Sport machen. Viele Menschen hassen Sport oder können Sport nicht machen, weil die irgendeine Verletzung haben, krank sind, was auch immer, halt eingeschränkt sind. Deswegen, du musst keinen Sport machen, aber du musst dich bewegen. Wenn du hier einfach so da sitzt wie ich, ja, also wie ich jetzt, ja, ich sitze nicht normalerweise nicht den ganzen Tag, ich stehe den ganzen Tag an meinem Stehpult. Ich habe mich kurz hingesetzt, weil solche schweren Videos, da kann ich mich besser konzentrieren im Sitzen. Wenn du so sitzt wie ich den ganzen Tag, du stehst auf, setzt dich so hin und sitzt den ganzen Tag und isst und sitzt dann weiter, zum Beispiel Bürojob und kommst nach Hause und sitzt wieder, dann wird es sehr schwer mit dem Abnehmen. Aber ja, du wirst auch ohne Bewegung abnehmen, aber du wirst viel langsamer abnehmen und ohne Bewegung wirst du krank werden. Das wirst du deswegen, weil bei dir, du musst deine Lymphen durchbluten, ja, du musst dein Blut in Wallung bringen, du musst Sauerstoff einatmen tief, ja, deswegen macht man Sport zum Beispiel oder bewegt sich, geht raus spazieren oder so, weil du dann deine Atmung verstärkt sich ja und du kriegst mehr Sauerstoff in den Körper rein. Und durch das Nichtbewegen wird alles bei dir im Körper verlangsamt. Ja, wer rastet, der rostet. Deine Enzyme werden verlangsamt, deine Darmbakterien werden verlangsamt. Alles in deinem Körper wird verlangsamt. Es wird alles heruntergefahren, weil der Körper merkt, oh, ich muss nichts machen, ich muss nur sitzen und irgendwie meine Finger bewegen oder so. Und dann wird das schwer mit dem Abnehmen. Ja, also du wirst viel, viel effektiver abnehmen, wenn du dich bewegst. Die Wissenschaft hat gezeigt, man sollte sich etwa 1 Stunde 30 Minuten am Tag bewegen. Dazu zählt natürlich auch die Bewegung im Job. Ja, die zählt definitiv dazu. Wenn du jetzt im Kindergarten arbeitest oder sowas und du läufst da herum, dann ist das für dich völlig irrelevant, weil dann bewegst du dich mehr als genug. Ja, in so einem 8 Stunden Arbeitstag oder im Krankenhaus arbeiten oder solche Sachen. Ganz klar. Du kannst natürlich, wenn du Sport magst, kannst natürlich Sport machen, das ist ganz klar. Das wird dein Abnehmen noch weiter beschleunigen. Sport ist absolut gesund, ja. Und das sind meine Tipps, Leute. Das ist mein ultimativer Guide zum Abnehmen. Damit kann jeder Mensch auf diesem Planeten abnehmen. Damit wird jeder Mensch auf diesem Planeten abnehmen. Und probier es einfach aus. Ernähr dich, Whole Food, ölfrei, Low Fat, High Carb, Low Protein, vegan. Okay, das ist deine Ernährung. Die ist ganz einfach. Du isst nur natürliche Nahrungsmittel. Ende. Das ist das ganze Geheimnis. Okay. So, das ist mein Guide, Leute. Das kann ich euch sagen. Ja, wer nicht abnehmen kann, probiert das mal aus. Ja, wer als Veganer nicht abnehmen kann, probiert mal meinen Guide aus. Und dann, wenn ihr abgenommen habt, sagt mir bitte Bescheid. Dann am besten unter das neueste Video schreiben. Oder unter das Video, spielt keine Rolle, sehe ich ja sowieso. Weil ich neue Kommentare kommen immer ganz oben bei mir im Kommentarmanager. Und von daher, ihr müsst ja aber einen neuen Kommentar verfassen, nicht auf den alten antworten. Das kann ich dann übersehen. Von daher, Leute, ich hoffe, das hat euch gefallen. Das war mein Guide zum Abnehmen. Ja, es ist alles ganz einfach eigentlich und ganz logisch. Du musst immer logisch überlegen, aha, ich will abnehmen. Soll ich jetzt 2 Liter Apfelsaft trinken pro Tag? Ja, ich will abnehmen. Soll ich jetzt Avocado frühstücken? Ja, überleg ganz gut und dann ist das alles ganz einfach. Okay, ganz, ganz einfach. Von daher, Leute, ich wünsche euch viel Erfolg mit diesem Plan. Ihr werdet damit abnehmen. Das ist ganz klar. Ja, das ist 100%ige Garantie, außer ihr habt irgendwelche gesundheitlichen Probleme, Schilddrüse kaputt, Organschäden, dann kann Ernährung auch sehr, sehr wenig bringen, weil da ganz andere Sachen gegen dich laufen in deinem Körper. Von daher, natürlich gilt das auch nur, wenn man keine Medikamente nimmt, die können einen auch fett halten. Okay, das gilt so gesagt nur für Leute, die wirklich keinerlei Einschränkungen haben. Okay, aber
auch wenn ihr Einschränkungen habt, dann ist das trotzdem die beste Ernährung, die ihr fahren könnt, weil das ist die gesündeste Ernährung, die es gibt. Ja, das ist die sauberste Ernährung, die es gibt. Das ist die tierleidfreieste Ernährung, die es gibt. Und ihr nehmt die maximale Anzahl an Phytochemikalien zu euch, an gesunden Sachen. Und von daher, ja, zu Haferflocken nochmal fällt mir ganz kurz ein, es ist ein Problem mit den ganzen Sojamilch oder sowas, habt ihr ja in meiner Fatscam-Liste gesehen. Ja, Sojamilch ist ein High-Fat-Food, deswegen Haferflocken mit Wasser mache ich auch ab und zu. Ja, wenn ich zum Beispiel mein Soja ausgegangen ist, ich trinke ja nur Sojamilch, weil in allen anderen Milchsorten, Reismilch, Hafermilch und so, tun die Öl rein und das willst du ganz sicher nicht haben. Und von daher, probier es mal mit Wasser, muss einfach gut würzen, ja. Hier mit Zimt zum Beispiel, ja, oder mit Dattelsirup selbstgemachtem oder Dattelzucker, aber wirklich dann so wenig wie es geht von diesen Sachen. Habe ich ja gesagt, ja, ganz sparsam, so sparsam wie es nur geht. Und ansonsten, Leute, viel Erfolg mit dem Guide und ihr werdet abnehmen und teilt das Video mit euren Freunden, die Probleme haben mit dem Abnehmen. Dieser Guide wird Ihnen 100% helfen, ja. Meine absolute Garantie habt ihr darauf, damit wirst du abnehmen. Wenn ich diese Ernährung mache, ja, wenn ich diese Ernährung mache aus dem Guide, dann falle ich wahrscheinlich auf BMI 15, würde ich mal schätzen. Und das wäre nicht gut, ja. Von daher, Leute, zum Zunehmen ganz einfach immer das 100%ige Gegenteil machen von dem, was ich gerade gesagt habe. Nein, gilt natürlich nicht für alles. Ich meine, keine Öle oder sowas, das gilt allgemein für alle. Aber ansonsten für den normalen Veganer, der keine Gewichtsprobleme hat, ist das alles, kannst du, ja, eigentlich alles bis auf das Öl und Margarine, alles ganz genau andersrum. Ja, okay. Von daher, Leute, teilt das Video mit euren Freunden, die nicht abnehmen können. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg und macht's gut. Peace. Bleibt positiv.